Herzlich willkommen zu der Präsentation meiner Bachelorarbeit mit dem Titel Nicht-visuelle Interaktion bei Videospielen, Entwicklung eines zugänglichen Serious Games mit Vibrationen und Sounds. Bei einer Umfrage der Game Developer Conference wurden Videospielentwickler gefragt, ob sie in aktuellen Spielen Barrierefreiheitsmaßnahmen implementieren. 39% haben mit Ja geantwortet und 36% mit Nein. Dieses Ergebnis zeigt, dass das Thema Barrierefreiheit in Videospielen mehr Aufmerksamkeit erhalten muss. Deshalb ist das Ziel dieser Arbeit die Entwicklung eines Videospiels mit Serious Games Ansatz. Serious Games sind Videospiele mit einem pädagogischen Mehrwert. Als Zielgruppe habe ich blinde und sehende Spieler gewählt. In dem Spiel sollen Barrierefreiheitsmaßnahmen für blinde Spieler integriert werden und damit auch Vibrationen und Geräusche als alternative Informationsquelle für die grafischen Inhalte. In den vergangenen Jahren wurden bereits mehrere Anforderungen definiert und Hilfsmittel für die Entwicklung von barrierefreien Videospielen erstellt. Beispielsweise hat Lorena Morales im Jahr 2023 ein Tool entwickelt, das Barrierefreiheit in Videospielen beurteilen kann. Jedoch wurde bisher der Serious Games Ansatz noch nicht eingesetzt, um Wissen über barrierefreie Videospiele zu vermitteln. Deshalb soll diese Arbeit evaluieren, inwiefern ein Serious Game blinden Spielern Spaß macht und inwiefern es Empathie bei sehenden Spielern wecken kann. Dafür habe ich ausgezeichnete barrierefreie Spiele analysiert und die Bestandteile der Xbox Accessibility Guidelines herausgefiltert, die für die Entwicklung für blinde Spieler relevant sind. Darauf basierend habe ich das Mobile Game Sensory entwickelt. Das Spiel basiert auf dem Memory-Spielprinzip wegen der Anpassbarkeit und dem hohen Bekanntheitsgrad. Das Spiel besitzt verschiedene Barrierefreiheitsmaßnahmen wie beispielsweise die Bildschirmerzählung, zusätzliche Karteninhalte, eine einheitliche Struktur und vorgefertigte Einstellungen. In einer Benutzerstudie mit 11 Teilnehmern wurde das Spiel anschließend getestet und die Forschungsfragen evaluiert. Die Ergebnisse bestätigen, dass blinde Spieler Spaß an Sensory hatten. Der Mittelwert der Likert-Skala liegt bei 3,6 von 5. Die Geräusche, Vibrationen und akustischen Beschreibungen wurden als sehr gut empfunden und haben das Ergebnis positiv beeinflusst. Jedoch wurden auch Usability-Probleme bei der Steuerung, den Kartenpositionen und den Einstellungen entdeckt, was sich negativ auf das Ergebnis ausgewirkt hat. Die Benutzerstudie mit den sehenden Teilnehmern bestätigt ebenfalls die Forschungsfrage. Durch Sensory konnte ein Anstieg der Empathie gemessen werden. Darüber hinaus konnte auch ein Lerneffekt evaluiert werden, da die Teilnehmer die Bildschirmerzählung, Vibrationen und die UI als Barrierefreiheitsmaßnahmen erkannt haben. Diese Arbeit hat bestätigt, dass Sensory zur Unterhaltung und als Serious Game mit Lerneffekt zur Steigerung der Empathie eingesetzt werden kann. Die gefilterten Bestandteile der XAGs können für weitere Entwicklungen für blinde Spieler eingesetzt werden. In Zukunft müssen die Usability-Probleme von Sensory jedoch behoben werden und eine quantitative Forschung ist erforderlich. Zusätzlich sollte das Spiel mit Videospielentwicklern getestet werden.